so, dass sich alle irgendwie fragen, wie das mit der Welt weitergehen soll und gleichzeitig fühlen wir uns noch irgendwo sicher. Und das ist etwas, was mich natürlich sehr und die Angelika uns gemeinsam beschäftigt, weil wir ja auch Kinder haben und ich auch Großvater bin und einen Enkel habe. Also ist das alleine schon Motivation, sich da irgendwie Gedanken zu machen. Darum haben wir diesen Tarot Talk Kanal gemacht. Und jetzt ist aber nur eine Beobachtung. Wenn man sich alle die ansieht, die hier was zu sagen haben, ist ganz klar, dass eine Sache ist ganz wichtig. Und das, was ganz wichtig ist, dass man ganz ruhig spricht. Es ist ganz wichtig, die Leute ganz ruhig anzusprechen. Und da darf keinerlei Emotion sein. Das bedeutet, die Leute, die sprechen, schaut euch das einmal an, sind draußen. Die sprechen zu einem wie ein Universitätsprofessor, aber sie sind draußen. Ich möchte auf dieses unglaublich intensive Rollenverhalten der Menschheit hinweisen. Wenn einer so ruhig spricht, dann wirkt es so, als weiß er etwas. Er weiß Bescheid oder er ist halt ganz ruhig. Hat sich ja so etabliert, dass quasi Leute, die zu aufgeregt sind, sind nicht ernst zu nehmen, sondern die Leute, die ernst zu nehmen sind, die sprechen auch ganz ruhig mit einem abgesenkten Tonfall. Es gibt einem auch ein vertrauensvolles Gefühl, aber ich sage euch, dass es eine Rolle ist. Es geht darum, dieses Rollenspiel zu erkennen und jetzt möchte ich nicht so sehr darüber reden, woher das kommt, weil dafür hätten wir auch eine ganz klare Erklärung, eine Erklärung von der Entstehung des Lebens, eine Erklärung, warum das passiert in der Welt, was passiert und übrigens, was ist denn das, was passiert? Das passiert ja schon seit Zehntausenden Jahren. Es ist ja immer der gleiche Mechanismus und das Interessante ist, dass das niemandem auffällt und dass quasi alle mitmachen, weil es auch ganz schwer ist, nicht mitzumachen. Und das hat zu tun mit Energetik, passend zum Thema ruhig sprechen. Was strahlt jemand aus? Kommen wir zum Thema Energetik. Ich habe mich für die Elektrotechnik interessiert, weil mich Strom interessiert hat, weil ich wissen wollte, was Strom ist. Und am Ende meiner Ausbildung habe ich nicht gewusst, was Strom ist. Niemand konnte mir eigentlich Strom erklären. Ich habe etwas gehört von springenden Elektronen. Dann gab es die Theorie, dass nicht die Elektronen springen, sondern die Löcher springen. Und ich habe ganz viel gelernt über die Auswirkung von Strom ist gleich Energie, über den Energieerhaltungssatz und dass Energie nicht verloren geht. Aber ich glaube, es ist niemandem so klar gesagt worden, dass diese Energie noch nie jemand gesehen hat. Es hat jeder nur gesehen, die Auswirkung von Energie, aber nicht die Energie selbst. Die ist noch nicht gesehen worden. Und dazu möchte ich überleiten von der Naturwissenschaft, von der Physik zur menschlichen Energie, weil das ist ja etwas, was ich auch stark beobachte und was irgendwie bekannt ist, dass man, wenn man von Energie spricht, dann ist das immer schon komisch, oder? Das ist wie das Wort, es gibt so Worte wie Spiritualität, Energie, das ist alles Esoterik, Schwurblerei, davon wollen wir nichts wissen. Wir mögen es aber sehr, manchmal zu sprechen vom Bauchgefühl oder von meiner Intuition. Also ein Wall Street Banker, der halt ein gutes Händchen hat, eine gute Intuition hat, ein gutes Gefühl hat, dann ist das okay. Also Intuition ist okay, Bauchgefühl ist auch okay. Aber was bedeutet das wirklich, wenn man das hat? Jetzt gibt es aber dann eine obskure Richtung momentan, das sind diese Neurowissenschaften und da gibt es dann die Führer der Gehirnforscher, die uns dann sagen, dass wir eigentlich eine künstliche Intelligenz sind. Also die erklären sich alles mit beobachteten Vorgängen im Gehirn. Aber ist das nicht witzig? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwo so klar gelehrt wird, dass das Einzige, was wir beobachten, sind im Endeffekt Bewegungen von Proteinen. Also das, was den menschlichen Organismus hier betrifft. Das sind Proteine. Und nur zur Erinnerung, ist vielleicht so ein
ein Schlagwort geworden, Proteine. Wir lesen das auf Joghurtpackungen oder auf Schokopuddings oder Schokodrinks, dass wir spezielle Proteine zu uns nehmen müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob so klar ist, dass Proteine aus Aminosäuren bestehen und Aminosäuren ganz normale Atomkonstruktionen sind. Es sind molekulare Verbindungen von Atomen. Das ist es. Es sind Atome und es ist ganz bekannt in der ganzen Wissenschaft, dass Atome nicht leben. Es sagt nur keiner und ich sage immer wieder dazu, ich weiß auch, warum es keiner sagt, weil hier alle eine Rolle spielen. Wir sind alle nicht das, was wir wirklich sind. Und alleine, wenn ich sage, wir sind nicht das, was wir wirklich sind, dann ist das auch schon wieder problematisch, weil das ist alles Sektenalarm, Schwurbelalarm, ESO-Alarm, das ist all das, wo dann sich irgendeine Internetkontrolle einschalten muss, irgendeine KI muss das dann korrigieren, ein Faktenchecker muss das dann berichtigen und das ist absolut ein Unsinn, weil ich weiß, dass niemand weiß, was die Energie ist, die uns antreibt. Wir beobachten viel und das gilt eigentlich auch für die Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft hat immer beobachtet, was passiert, wenn ich diese Materialien miteinander mische, was passiert, wenn ich diese Materialien gewisse Bedingungen aussetze. Und das konnten wir dann auf dem ganzen Planeten probieren, in Japan und in Südamerika und im Weltall konnten wir schauen, ob dieses Verhalten gleich ist. Und dadurch, dass wir aber ganz sicher eine intelligentere Energieform sind als Dinge, als Materie, ist es klar, dass es bei Menschen nicht so einfach ist, aber es ist genau das gleiche Phänomen. Die Energie, die uns antreibt, ist noch nie gesehen worden. Wir wissen zwar, dass es einen ATP-Molekülkomplex gibt und dass durch gewisse chemische Vorgänge in uns, dass dort was abgetrennt wird oder dass wir Zucker dazu brauchen, Glucose dazu brauchen, Sauerstoff. Aber wir wissen nicht, warum das so ist, weil wir die Energie noch nicht gesehen haben. 2014 ist ein Photon, ein Lichtteilchen, fotografiert worden mit einer Kamera, die 300.000 Bilder pro Sekunde schießen konnte. Und das Einzige, was wir sehen so eine Art Würstel, das um die Ecke biegt, weil es abgelenkt worden ist. Aber was das Würstel antreibt, haben wir nicht gesehen. Wo die Antriebsquelle des Photons ist. Es könnte bei euch das Gefühl entstehen, dass ihr gar nicht wisst, warum ich das so betone. Aber das ist ja genau die Rolle. Wir leben hier in diesen ganzen Verhaltensweisen, in diesen ganzen Kollektiven, in dieser Kollektivenergie und darum verhalten wir uns so, wie wir uns auch verhalten sollen, weil sich das so ergeben hat. In Österreich, in Wien, in Simmering, in wo auch immer, im 18. Bezirk, in diesem einen Dorf ist bekannt, was die kollektive Energie ist und es ist bekannt, wie wir uns verhalten sollen. Und Zeit im Bild produziert eine kollektive Energie, der ORF, diese U-Bahn-Zeitung, das Heute, was auch immer, das alles produziert etwas und das wirkt auf uns Menschen. Und wenn wir jetzt unbewusst sind, das ist ein wichtiges Wort, das heißt, wir sind nicht in unserer inneren Kraft, uns wahrzunehmen, wirklich wahrzunehmen, sondern wir laufen in so einer Automatik, während wir quasi medizinisch gesehen bewusst sind, wach sind und gehen und reden, sind wir in einer Art Automatikmodus. Und das ist genau das, was die ganze Zeit hier das Weltgeschehen antreibt.